Guck mal hier, das ist das vielleicht umsteigerfreundlichste Linux, was es gerade gibt. Das Teil kann nämlich aussehen wie macOS oder Windows mit so Startmenü, smoothem Fenstermanagement und wenn ich hier eine .exe-Datei installieren will, was ja auf Linux gar nicht geht, poppt ein Fenster auf, was mich direkt zur richtigen Version bringt. Sehr, sehr nice. Das hier ist Zorin OS und das ist an allen Ecken und Enden darauf ausgelegt, den Umstieg auf Linux so entspannt und einfach wie möglich zu machen. Das zumindest versprechen die Macher. Zusätzlich läuft das Teil richtig schön schnell und bringt mit einem modifizierten GNOME eine für Einsteiger super einfach zu bedienende Desktop-Umgebung mit. Keno und ich haben uns das Teil für euch mal angeschaut und in diesem Video zeigen wir euch, wie sich das OS im Vergleich zu den anderen gängigen Playern anfühlt und ob es wirklich so einsteigerfreundlich ist, wie es sein will. Bleibt dran! Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier rein. Und gerade beim Umstieg auf Linux können LLMs eine echte Hilfe sein, vor allem wenn man mit der Kommandozeile rumhantieren muss. Und dann ist vielleicht Mammoth was für euch. Die sponsern dieses Video. Für 11,90 € im Monat bekommt ihr hier Zugriff auf GPT, Claude, Mistral, Gemini, DeepSeek, Perplexity sowie Flux und Nano Banana für die Bildgenerierung. Die neuesten Versionen werden direkt nach Veröffentlichung aktualisiert. Ja, und der Preis ist echt ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass alleine ChatGPT Plus über das Doppelte im Monat kostet. Mit Mammoth könnt ihr obendrein Antworten per Reprompting vergleichen, Dokumente und Bilder analysieren, personalisierte Projekte erstellen oder mit der Sprach-KI sprechen. Mammoth ist ein europäisches Unternehmen mit strenger Datenschutzpolicy. Alles im Starterpaket ab 11,90 € inklusive Mehrwertsteuer für Privatkunden. Wenn ihr das interessant findet, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr mehr Infos und einen Link zu Mammoth. Werbung Ende. Also wir haben ja schon einige Videos zu einsteigerfreundlichen Linux-Distributionen gemacht, darunter Linux Mint, Pop und CashewOS. Aber keins davon schreibt sich so doll auf die Fahne, gut für den Linux-Einstieg geeignet zu sein, wie Zorin OS. Das geht direkt auf der Website los. Die sieht mal so richtig untypisch nicht nach Open Source Linux-Kram aus und da stehen so Sachen wie Zorin OS ist die Alternative zu Windows und macOS. Ein Desktop, den du schon bedienen kannst. Okay? Das sind dicke Ansagen. Was ein bisschen verwirrend ist, wenn man hier auf Download klickt, wird einem eine Pro-Version vorgeschlagen, bei der es mehr Desktop-Layouts gibt und die 47,99 € kosten soll. Aber was soll das? Das ist doch Linux. Ich glaube, ich muss sofort einen wütenden Kommentar ins heiße Forum schreiben. Nee, Spaß beiseite. Die Pro-Version hat einfach out of the box mehr Programme am Start, die man sich mit der kostenlosen Core-Version aber halt auch manuell einfach dazu installieren könnte. Und die zusätzlichen Desktop-Layouts kann man sich in der Theorie auch selber bauen. Aber wofür gibt's die Pro-Version dann? Ja, die ist eher dafür da, die Entwickler zu unterstützen, falls man das will. Also Zorin OS ist, wie es sich gehört, kostenlos, Open Source, basiert auf Ubuntu und wird von einem Team in Irland entwickelt. Kleinere Updates gibt's alle 6 Monate, große alle 2 Jahre. Bei Distributionen wie CashewOS, die auf Arch Linux basieren, gibt es ständig Updates. Rolling Release heißt das. Damit ist man dann zwar immer aktueller, aber das ist natürlich auch anfälliger für vorübergehende Bugs. Für Linux-Einsteiger ist also ein fester Update-Schedule ein bisschen stabiler und dadurch auch eventuell einsteigerfreundlicher. Ganz kurz, ihr fragt euch vielleicht, wie oft wechseln die bei 3003 eigentlich ihr Betriebssystem? Ja, zu oft. Aber das nicht nur, weil wir süchtig danach sind, sondern auch, um die für euch auszuprobieren, damit ihr das nicht machen müsst und für euch das passende Linux aussuchen könnt. Also als normaler Mensch sollte man natürlich nicht ständig das Betriebssystem wechseln, auch Distro-Hopping genannt, außer man hat da halt richtig Bock drauf, weil ein bisschen Spaß macht das ja auch. Ja, und so sieht das Ding nach der Installation aus. Als Desktop-Environment, also das Gesamtpaket, was die Oberfläche und die Bedienung bildet, läuft hier per Default der Zorin Desktop, eine modifizierte Version von GNOME. Das ist die zweitgrößte Desktop-Umgebung neben KDE Plasma. Man kann sich aussuchen, ob der aussehen soll wie Windows, hier mit einem Startmenü links, wie macOS mit den Symbolen hier in der Mitte oder mehr wie das Original GNOME ganz ohne Leiste unten. Und GNOME-typisch fühlt sich das alles sehr, sehr geschmeidig an.
Also zumindest nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten, aber zu den Problemen komme ich später noch. Aber der Zorin Desktop ist wirklich sehr schön clean und hat im Gegensatz zum Vanilla GNOME ein paar Sachen am Start, mit denen sich frische Umsteiger direkt etwas mehr zu Hause fühlen. Zum einen gibt es so Windows-artiges Fenstermanagement. Also so in die Ecken und an die Ränder snappen, das geht auch bei GNOME, aber wenn man sich ein Fenster snackt und oben an den Bildschirm ranzieht, öffnet sich hier noch so ein kleines Menü mit einer Auswahl von Anordnungsmöglichkeiten, wie man Fenster im Bild platzieren will. Also fast genau gleich wie bei Windows. Das funktioniert auch wirklich super knackig. Und wenn man will, kann man sich das unter Zorin Appearance noch bis ins kleinste Detail anpassen. Man könnte sogar eigene Layouts anlegen oder irgendwas importieren, was irgendwer aus der Community schon gebastelt hat. Was für frische Umsteiger auch noch wichtig sein könnte, es gibt Desktop-Symbole. Also man kann einfach Zeug hier ablegen und auch starten, wie bei jedem Mainstream-Betriebssystem. Ja, das klingt jetzt nicht so besonders, aber normalerweise gibt es die bei GNOME gar nicht. Und das könnte beim Umstieg den ein oder anderen schon auch verwirren. Und wenn man sich für diesen Look hier entschieden hat, gibt es auch ein Startmenü. Falls ihr euch fragt, man kann doch auch einfach das Desktop-Environment KDE Plasma verwenden. Das verhält sich auch schon ähnlich wie Windows und ist bei vielen anderen Distros schon vorinstalliert. Ja, stimmt. Aber ich muss sagen, dass sich der Plasma Desktop für mich schon immer so ein bisschen, angestaubt angefühlt hat und GNOME dagegen immer so schön geschmeidig und modern. Aber halt auch doll anders als das, was man gewohnt ist. Der Zorin Desktop ergänzt GNOME aber genau um diese gewohnten Kleinigkeiten, die gerade Linux-Einsteiger sonst vermissen könnten. Und damit hat man dann irgendwie the best of both worlds, wie ich finde. Falls ihr euch fragt, ob man den Zorin Desktop auch auf anderen Distros installieren kann, ja, also das ist Linux und theoretisch geht alles, aber was ich so gelesen habe, ist die Nummer schon stark auf Zorin OS angepasst und das lässt sich, wenn, eher nur mit extrem viel Gefrickel auf anderen Distros installieren. Also für Otto-Normal-User bleibt das Ding eher exklusiv für Zorin OS. Was die eingebauten Anpassungsmöglichkeiten angeht, gibt es nicht so viel. Also wie gesagt, hier gibt es so ein Tool namens Zorin Appearance. Da kann man zwischen den verschiedenen Desktop-Varianten umschalten, die Akzentfarben ändern, so einen komischen Gilet-Modus anschalten und diesen kompletten nutzlosen 3D-Desktop-Würfel hier einschalten. Ist ganz nett, aber gab es halt schon vor 20 Jahren. Und ja, sonst kann man ohne Zusatzsoftware nicht so viel anpassen, jetzt was das Optische angeht. Bei KDE geht da zum Beispiel viel mehr. Was vorinstallierte Programme angeht, ist die Core-Version von Zorin OS sehr clean. Neben so Standardsachen wie ein Texteditor und Taschenrechner ist Brave als Browser vorinstalliert und die LibreOffice Suite, also eine Open-Source-Alternative zu den Microsoft-Sachen. Das finde ich jetzt nicht so besonders beeindruckend, dass das schon mit installiert ist, aber Zorin wirbt selber damit, dass man dann nahtlos an seinem Office-Kram weiterarbeiten könnte, den man ja eh schon auf der Platte hat. Ja, stimmt schon, I guess. Apropos, wenn man ein Windows-Programm installieren will, dann greift einem Zorin OS da auch richtig unter die Arme. Da komme ich gleich zu. Wenn man sich neue Linux-Programme installieren will, geht das super easy mit grafischer Oberfläche über GNOME Software. Also dieser App Store, der bei GNOME immer vorinstalliert ist. Einfach hier beispielsweise nach Steam suchen, installieren klicken und fertig. Da kann man dann auch, falls vorhanden, auswählen, ob man es über apt, also den Paketmanager von Ubuntu, oder als Flatpak installieren will. Einmal ganz kurz, was ist der Unterschied? Über apt wird ein natives Programmpaket heruntergeladen, was wie andere wichtige Pakete auch voll im System integriert ist. Flatpaks dagegen laufen eher abgeschottet in einer eigenen Umgebung und bringen viele Abhängigkeiten, die das Programm braucht, selbst mit. Das kann in manchen Fällen stabiler und unabhängiger von der Linux-Distro besser funktionieren, braucht aber auch etwas mehr Speicherplatz und es könnten eventuell hier und da Probleme aufkreuzen, weil es nicht so nah am Rest des Systems arbeitet wie normale Systempakete. Als Beispiel, ich habe mir Steam als Flatpak installiert und da hat der Big Picture Mode extrem ruckelig und schlecht funktioniert. Mit dem Paket über apt lief es dann ganz normal. So oder so braucht man bei Zorin OS für 99% aller Sachen wirklich nie die Kommandozeile. Also ähnlich wie bei Pop! OS und Mint. Natürlich könnte man die auch benutzen, vorinstalliert ist das Terminal von GNOME, kennt man. Das System updaten geht auch sehr einfach mit einem Klick über diesen Tab hier in dem GNOME Software-Ding. Also alles sehr easy und sehr gut für Linux-Einsteiger geeignet. Und was gerade für frische Windows-Aussteiger auch noch sehr hilfreich sein kann, ist das hier. Wenn ich als unwissender Linux-Anfänger aus Versehen eine Windows-Installationsdatei runterlade, also eine setup.exe, dann funktioniert das unter Linux nicht. Aber statt jetzt stumpf eine Fehlermeldung anzuzeigen, öffnet sich in Zorin ein Fenster, was mir in vielen Fällen direkt
eine Alternative vorschlägt und dann noch in die richtige Richtung zeigt. Hier beispielsweise die Installationsdatei vom beliebten Screenshot-Tool ShareX. Das gibt es nur für Windows. Wenn ich da jetzt draufklicke, weist mich Zorin darauf hin, dass dieses Tool nicht funktioniert, aber Flameshot als gute Alternative existiert. Wenn ich dann hier draufklicke, öffnet sich direkt die Flameshot-Seite in GNOME Software. Wenn es eine native Linux-Version von dem Programm geben würde, dann würde man direkt zum Download davon kommen. Und das ist doch super praktisch, oder nicht? Wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas bei der ersten Linux-Erfahrung gehabt hätte, dann hätte das auf jeden Fall ein paar Fragezeichen direkt schneller aufgelöst. Und auch noch mega cool, falls es keine native Linux-Version gibt oder auch keine Alternative hinterlegt ist, kann man auf trotzdem installieren klicken. Dann wird das Windows-Programm trotzdem installiert und zwar mit Wine. Wine ist ein Tool, was eine Umgebung erzeugt, die dem Programm quasi vorgaukelt, dass es auf Windows läuft. Quasi ein kleiner Mini-Container, in dem das Programm alles hat, was es braucht. Ob das dann funktioniert, muss man je nach Programm ausprobieren. Hier beispielsweise das kleine und Windows-exklusive Bildertool Infraviewer. Wenn ich das hier mit Wine installiere, läuft das trotzdem. Das ist schon richtig cool und total einfach. Wine ist übrigens auch die Grundlage, auf der über Steam viele Spiele funktionieren. Da läuft dann als Umgebung Proton, was quasi eine aufgemotzte Version von Wine ist. Und ja, ich weiß, Wine ist jetzt nichts gänzlich Neues und man kann damit auch auf anderen Distros Windows-Software zum Laufen bringen, beispielsweise mit Bottles. Aber dass das hier so entspannt implementiert ist, ist einfach richtig cool. Besonders für Anfänger. Ach ja, ganz kurz. Keno hat das OS auch ausprobiert und war ähnlich angetan wie ich. Ja, also da hat Shine jetzt so von Zorin als Einsteiger-Linux geschwärmt, da muss ich das jetzt auch mal auf meinem Testrechner installieren. Hier aber auf AMD-GPU statt Nvidia Strix Halo-System. Und was soll ich sagen? Smoother geht's nicht. Ich glaube sogar, dass das die smootheste Linux-Installationserfahrung jemals war für mich. Also ich habe den USB-Stick mit Zorin ISO reingesteckt, dann kam direkt so ein schöner Ladescreen. Statt sonst oft bei Linux kommt ja so eine Wand mit kryptischem Text. Und dann, das liebe ich ja, zoomte der Desktop rein, als das Ding fertig geladen hatte vom USB-Stick. Ja, und dann habe ich auf Installieren geklickt, zack. Absolut keine Probleme. Ging auch total schnell. Ja, und generell finde ich ja persönlich, dass Zorin eher wie eine Mischung aus Windows 11 und macOS wirkt, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ich habe auf jeden Fall schon hässlichere Standardeinstellungen von Linux-Distros gesehen. Ja, und mein Test mit einmal Steam über den vorinstallierten Software App Store installieren, das war hier ein Flatpak. Ja, und einmal das App-Image von der KI-Software LM Studio starten, ob da die KI-Modelle sofort laufen. Und ja, hat beides völlig problemfrei funktioniert. Also wenn ich die Zeit gestoppt hätte, wie lange es von leerer SSD bis zum Start eines Steam-Spiels dauert, bin mir zu 100% sicher, dass das mit Zorin deutlich kürzer wäre als mit Windows. Also ja, scheint mir ein gutes Einsteiger-Linux zu sein, vor allem für Leute, die wollen, dass es auch aussieht wie Windows oder macOS. Also ich würde Einsteigern empfehlen, guckt euch die Live-ISO von Zorin und auch Mint an. Beides läuft ja erstmal komplett ohne Installation und ihr könnt dann einfach entscheiden, wenn ihr das eine Zeit lang ausprobiert habt. Wie sieht's eigentlich aus mit Gaming? Läuft das? Also bei mir hat alles quasi genauso wie unter Mint, Cachy oder Pop! OS direkt out of the box funktioniert. Also hier beispielsweise Path of Exile 2 läuft ähnlich wie auf meinem Windows-Rechner, vielleicht mit so 5 bis 10 FPS weniger. Ich habe aber auch eine Nvidia-Grafikkarte. Mit AMD haben wir auch häufig schon unter Linux sogar bessere Framerate als unter Windows gemessen. Naja, bei mir lief es auf jeden Fall bis auf die 5 bis 10 FPS auch super und mein Steam-Controller wurde auch sofort erkannt. Oh, das Ding? Oh. Ja, ich habe einen Steam-Controller. Okay, sorry. Mit Nicht-Steam-Spielen ist es nicht ganz so einfach. Also das geht auch, beispielsweise indem man sowas wie den Battle.net-Launcher in Steam einbindet oder gleich so komplett alternative Clients wie Lutris benutzt. Das ist aber gern mal mit ein bisschen Gefummel verbunden und das ist bei Zorin genauso wie bei anderen Distros auch. Das würde jetzt hier den Rahmen etwas sprengen, aber falls wir dazu mal ein Video machen sollen, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Okay. Also, alles super und toll bei Zorin OS? Ja, nee, ein paar Probleme hatte ich dann doch. Als ich Zorin das erste Mal installiert hatte, lief das irgendwie komisch. Also, wenn man hier so Fenster hin und her geschoben hat, hat sich das mal so gar nicht nach den 144 Hertz meines Monitors angefühlt, obwohl der Bildschirm laut den Einstellungen eigentlich damit laufen müsste. Auch diese Windows-Snap-Funktion hatte immer so leichte Verzögerung und alle Animationen haben so ganz leicht geruckelt. Also es hat an allen Enden gezwickt und gezwackelt. Das war alles jetzt nicht ultra schlimm. Ich dachte sogar kurz, ich bilde mir das ein. Aber so fühlt sich kein modernes Betriebssystem an. Nach ein bisschen Nachforschung scheint das Problem mit X11, Nvidia-Karten und Multimonitor-Setups zusammenzuhängen. Okay,
X11, was ist das? Ja, das ist ein Protokoll, was die Kommunikation zwischen Grafikkarte, Treiber und der Anzeige regelt. Die aktuell verbreiteten Protokolle sind X11 und Wayland. X11 ist schon etwas älter und gilt auch eher als angestaubt, sage ich mal. Wayland ist moderner und kommt manchmal mit so Sachen wie mehreren Monitoren, unterschiedlichen Bildwiederholraten und moderner Grafikhardware besser klar. Früher hat auch Wayland mit Nvidia-Karten gerne mal Probleme gemacht, das läuft aber mit aktuellen Treibern inzwischen echt rund. Bei Zorin OS sind 2 Varianten vom Zorin Desktop vorinstalliert, eine mit X11 und eine mit Wayland. Zwischen denen kann man sehr einfach hin und her wechseln. Einfach einmal hier abmelden, auf das Zahnrad klicken, Zorin Desktop Wayland auswählen, wieder einloggen und jetzt läuft alles wirklich butterweich. Also alle Probleme, die ich vorher hatte, sind weg. Die Wayland-Option gibt es noch gar nicht so lange für Zorin OS und bisher konnte ich auch noch nicht herausfinden, wie der Support mit X11 weitergehen soll. Denn die meisten Desktop-Environments stoppen nach und nach den Support und konzentrieren sich auf Wayland. In der aktuellen GNOME-Version, GNOME 50, ist X11 mittlerweile komplett rausgeflogen. Zorin OS hat da eventuell einen Schnuff zu lange aufs alte Pferd X11 gesetzt, aber da es jetzt auch eine Wayland-Version gibt, scheint sich da ja was zu bewegen. Das nächste Problem war, dass ich dann unter Wayland keine Videos mehr abspielen konnte und jedes Mal diese Fehlermeldung bekommen habe. Stellt sich raus, der vorinstallierte Videoplayer Totem läuft hier bei mir unter Wayland anscheinend einfach gar nicht. Das Problem haben noch andere Leute und das scheint nicht exklusiv mit Zorin zusammenzuhängen, sondern liegt wahrscheinlich am Videoplayer selbst. Der wurde nämlich ewig nicht geupdatet. Ich habe dann einfach Totem deinstalliert, VLC-Player über den Software Manager geladen. Der wurde dann auch direkt automatisch als Default-Software eingestellt. Also nicht alles perfekt bei Zorin OS, aber ich muss wirklich sagen, dass die Distribution wirklich einiges richtig macht, wenn es darum geht, Linux-Einsteiger abzuholen. Der Zorin Desktop fühlt sich im Allgemeinen wirklich fantastisch an, zumindest nachdem ich auf Wayland geswitcht bin. Das Window-Management ist super und die Hinweise bei Softwareinstallationen werden beim einen oder anderen vielleicht direkt ein paar Fragezeichen auflösen, die man mit anderen Distros gehabt hätte. Das Betriebssystem lief bei mir über eine Woche komplett stabil, bis auf die Kleinigkeiten, die ich eben erwähnt hatte, und ich werde auch so schnell erstmal nicht wieder wechseln. Naja, okay. Wahrscheinlich doch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Zorin schon mal benutzt habt, was gerade euer Daily Driver ist und was für Distros wir uns noch anschauen sollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.